Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein T16 Gen 2 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar einmal hier unten. Genau. Und dann gibt es auch hier drüben noch so einen kleinen Aufkleber. Und da kann man sehen, dass es sich bei dem Modell jetzt zum Beispiel um einen 21HH handelt. Und wenn man diese Modellnummer bei uns im Shop eingibt, findet man eben alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät. Generell kann man zu dem Gerät sagen, bei diesem Modell ist es jetzt so, man kommt sehr einfach an das Display ran. Das wird nur von einem Frontrahmen gehalten und kann dann getauscht werden. Da ist es allerdings so, das gibt es in mehreren Ausführungen, unter anderem auch mit der Ausführung, dass es nur als komplette Einheit, also Displayrahmen, Deckel, zu erwerben gibt. Und da ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, die Seriennummer vom Gerät an der Hand zu haben und dann bei Lenovo selber auf der Webseite tatsächlich die Seriennummer einzugeben und da zu schauen, was hier für ein Display verbaut ist. Bei der Tastatur ist es so, die kann man einzeln tauschen und da muss man diese beiden Schrauben hier lockern. Die werden auch nur gelockert, die kommen nicht ganz raus, die bleiben im Gehäuse, also die beiden hier lockern. Und danach kann man das Gerät von der Seite aus so ein bisschen, die Tastatur so ein bisschen nach oben schieben. Genau so, dann sieht man auch hier unten schon, wie sich das löst. Und dann kann die von hier eben rausgehoben werden. Und dann da und natürlich nicht so arg dran reißen. Hier sind ja auch die Kabelverbindungen noch. Und da ist es so, das sind Kippschalter, also auch da kann man nicht einfach dran ziehen. Die klappt man zuerst nach oben. Und dann kann man das Kabel lösen, bei dem das gleiche nach oben. Und ja, so lässt sich also die Tastatur wirklich super einfach tauschen. Beim Wiederverbinden einfach schauen, dass die Kabel hier auch wirklich richtig drin sitzen. Genau, da sieht man hier diese weiße Linie. Die schließt dann mit dem Stecker ab und dann weiß man, dass das richtig drin sitzt. Und genau, dann schiebt man die Tastatur eben erst auf der Rückseite hier wieder ein bisschen drunter. Und dann beim Zurückschieben einfach schauen, dass diese ganzen Ausbuchtungen hier dann auch tatsächlich wieder unter dem Gehäuse sitzen. Und Schrauben wieder anziehen und ratzfatz hat man das erledigt. Das Touchpad kann man bei dem Gerät übrigens auch einzeln tauschen. So, wenn man jetzt die Bodenplatte abnehmen will, dann muss man alle Schrauben, die hier zu sehen sind, auch hier vorne lockern. Und wie bei der Tastatur schon erwähnt, die werden tatsächlich nur gelockert, bleiben aber im Gehäuse, dann verliert man die auch nicht. Das habe ich jetzt hier natürlich schon gemacht. Und es ist so, dass wenn ganz normale Kreuzschrauben, ich benutze hier übrigens für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt da schon mal zurechtgelegt habe. Und ja, für die Kreuzschrauben hier einfach kann man einen PH0 nehmen. Und den kann man eigentlich auch für alle Arbeiten
im Gerät dann verwenden. Um die Unterseite zu lösen, die ist hier vorne so ein kleines bisschen eingeschoben, würde ich auf der Rückseite anfangen. Und man kann jetzt hier auch die Verbindung wirklich sehr gut erkennen. Die läuft hier eben dann einmal um das Gerät. Und ich benutze da einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und wie gesagt, ich würde da jetzt versuchen, hier auf der Rückseite anzufangen. Und dann versucht man hier eine Lücke zu schaffen. Das funktioniert jetzt in dem Fall schon wirklich sehr gut. Und dann kann man sich hier mit leichten Hebelbewegungen um das Gerät herum arbeiten. Das ist auch so, wenn ein Gerät noch nie geöffnet wurde, geht das immer ein bisschen schwerer. Da aber einfach mit Geduld, wenn es irgendwo mal nicht weitergeht, dann einfach an einer anderen Stelle anfangen oder weitermachen. Und dann muss man sich hier einfach mit Geduld ein bisschen drum herum arbeiten und auch, wie gesagt, einfach nicht mit Gewalt. Und dann kann man auch ab und zu mal ein Knacken hören. Also auch das ist aber normal, wenn sich die Einraststellen lösen, dann knirscht und knackt das manchmal. Und dann, wie gesagt, ich würde jetzt eben erstmal hier an der Seite lang gehen. Und dann kann man nämlich meistens, so wie hier, die Unterseite dann mit ein bisschen Wippen und Hebeln dann einfach hier unten rausziehen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall erstmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall ist es so, der Akku ist hier direkt auf das Mainboard aufgesteckt. Das heißt, man kann den dann oder muss den eigentlich dann auch direkt losschrauben. Und da gibt es diese Schrauben, die sind alle hier mit M2 und so einem Pfeil markiert, die man dann rausnehmen muss. Hier und hier, die habe ich jetzt schon gelöst. Und wenn man die draußen hat, die gehen dann auch tatsächlich ganz raus, kann man den Akku hier quasi von dem Stecker ziehen und so gegebenenfalls auch tauschen. Bei dem Akku ist es übrigens so, den gibt es auch noch in einer leistungsstärkeren Variante. Da ist der dann quasi statt dem Gitter hier, sind dann halt echte Zellen drin. Vielleicht ist der auch bei euch verbaut, aber auf jeden Fall genau, da gibt es eben diese zwei Varianten. Dann, genau, was wir hier noch sehen können ist, es gibt hier oben einen RAM-Slot, der ist in dem Fall nicht belegt. Das ist aber auch so, dass der RAM also es gibt RAM, der ist fest verlötet auf der Unterseite von der Platine, den kann man jetzt quasi nicht sehen. Man kann aber trotzdem eben noch auch einen RAM-Riegel nachrüsten. Wir sehen hier noch die CMOS-Batterie, die hier zum Mainboard geht und in diese Richtung rauskommt. Dann wäre hier noch Platz für ein LTE-Modul. Das wird einfach aufgesteckt. Hier sehen wir die SSD. Und das WLAN-Modul ist hier, genau, mit den beiden Antennen. Das ist hier, glaube ich, auch aufgelötet. Die Platinen, die man jetzt hier zum Beispiel so halb erkennen kann, die kann man auch einzeln tauschen. Das geht hier eigentlich so gut wie alles. Und genau, unter dem Akku sitzt hier übrigens auch das Touchpad. Wie gesagt, das lässt sich ja auch einzeln tauschen und wird von diesen Schrauben hier, also die 3 hier oben und jeweils 2 an der Seite gehalten. Das heißt, wenn man die rausnimmt, dann muss man nur noch das Kabel trennen. Das ist das gleiche wie bei der Tastatur. Das ist ein Kippschalter. Erst nach oben hin aufklappen. Und dann kann man das Kabel hier rausnehmen. Das klebt hier auch noch so ein bisschen, keine Angst. Ja, und dann kann man das Touchpad hier eben auch super einfach tauschen. Und auch da natürlich beim Einbau auch hier wieder das gleiche Prinzip. Schauen, dass der Stecker hier tatsächlich richtig drin sitzt. Zuklappen. Und dann wäre das hier auch schon relativ schnell erledigt. Den RAM einzubauen oder zu tauschen ist super einfach. Ich habe den jetzt halt nicht da. Das funktioniert aber genauso wie bei der SSD. Der wird von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten und wird quasi in den Slot reingesteckt. Und durch die Anordnung hier
gibt es da auch nur eine Möglichkeit, wie der passt, also nur eine Richtung quasi. Dann kommt er in den Slot, wird nach unten gedrückt, die beiden Klammern hier rasten dann ein. Also überhaupt gar kein Hexenwerk. Und ja, die SSD funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, ist auch wirklich genauso einfach. Der einzige Unterschied halt, dass sie verschraubt ist, wird aber nur von einer Schraube hier gehalten. Das heißt, sobald man die gelöst hat, kann man die hier so ganz leicht nach oben hebeln und dann nach hinten aus dem Slot ziehen. Das Hebeln hat auch nur die Bewandtnis, weil hier noch ein Kühlstreifen ist und die SSD so ein bisschen klebt, also nicht zu weit nach oben. Und genau das gleiche Prinzip wie beim RAM. So würde die jetzt gar nicht reingehen. Das ist also sicher gemacht. Die kommt zurück in den Slot bis ganz nach hinten, wird nach unten gedrückt und dann merkt man auch, dass sich das hier um das Gewinde herumlegt und muss nur wieder verschraubt werden. Beim Lüfter ist es hier so, der kommt zusammen mit dem Heatsink. Das heißt, man kann den jetzt hier nicht direkt einzeln tauschen. Auf jeden Fall muss man diese beiden Schrauben hier lösen. Dann auch die 4 vom Heatsink selber. Der Lüfter selber hat hier auch nochmal eine Schraube. Und nachdem man alle Schrauben raus hat, kann man quasi alles zusammen nach oben nehmen. Wir sehen hier noch das Lüfterkabel. Auch das muss man natürlich rausstecken. Da würde ich das in die Richtung, ich würde eher auch am Stecker fassen und das dann rausziehen. Und hier ist es auch so, bei dem Kabel einfach schauen, wenn man das wieder verbindet, dass der dann auch wirklich hier in dieser Führung, dass das Kabel da drin liegt. Dass das nicht vom Gehäuse oder von irgendwas anderem dann verknickt wird. Und da schauen, ob die Kühlpaste noch gut ist oder ob man da neue braucht. Vermutlich wird man neue brauchen. Und auf jeden Fall eben nicht vergessen, am Ende auch das Lüfterkabel wieder zu verbinden. Das kommt hier eben in die Führung rein. Und dann einfach schauen, dass der Stecker auch wirklich gerade drin sitzt. Nicht mit Gewalt, dass man da nicht irgendwas abbricht. Und genau, also so Lüfter und Heatsink tauschen im Grunde genommen auch nicht wirklich schwer. So, Akku-Einbau genauso einfach wie der Ausbau. Der hat hier noch so kleine, neben den Öffnungen für die Schrauben, so kleine Hilfsöffnungen. Und dafür gibt es genau hier eben auch die Führungshilfen. Das heißt, wenn man den da und da positioniert, dann hier oben schauen, dass der da wirklich wieder richtig auf der Verbindung drauf sitzt. Dann sitzt der auch und ja, man muss ja kein Kabel mehr verbinden. Einfach nur noch alle Schrauben rein und so schnell ist hier auch der Akku getauscht. So, ja, also die Gehäuseunterseite, wie gesagt, kann man hier, glaube ich, sehen. Die hat so kleine Ausbuchtungen. Das heißt, die schieben wir erst so von oben hier wieder drunter, dass da auch wirklich schauen, dass da alles drunter ist. Und dann kann man die nach dahin einfach wieder feste zudrücken. Und da kann man auch, das ist wirklich, da braucht man einfach ein bisschen Kraft. Das muss man ein bisschen fester reindrücken. Und ich schaue dann am Ende auch hier einmal noch drumherum, dass da eben wirklich keine Lücke mehr zu sehen ist, wie hier jetzt der Fall war. Und dass da wirklich alles verschlossen ist, auch wie hier. Und ja, die Schrauben bleiben ja im Gehäuse. Das heißt, die jetzt einfach nur wieder festziehen und schon hat man das hier alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.